Was sind eigentlich Shipping und Fanfiction? Wenn du von diesen beiden Sachen noch nie was gehört hast, vergiss dieses Video und renn! Du wurdest gewarnt. Fanfictions sind Geschichten, Videos oder Bilder, in denen existierende Personen oder Figuren von Fans in eine alternative Handlung hinein erzählt werden. Meist handeln sie von Freundschaft, Drama, herzergreifender Liebe und knallhartem Sex. Fanfictions gibt es von fast allem, zum Beispiel vom Star Trek-Universum, von Harry Potter oder den Simpsons und natürlich auch von real existierenden Personen wie Schauspielern oder YouTubern. Aber was ist Shipping? Das klingt nach Versandkosten, aber tatsächlich kommt Shipping aus der Fanfiction-Szene. Es handelt sich um den Wunsch eines Fans, dass zwischen zwei oder mehreren Figuren im Real Life oder in Fanfictions eine emotionale Beziehung existiert. Den Fan, der sich das wünscht, nennt man Shipper. Das Wort kommt von Relationship oder Friendship und damit sind alle möglichen und unmöglichen Beziehungsverhältnisse gemeint. Ob verwandtschaftlich, freundschaftlich, romantisch, erotisch, sodomitisch oder gar objektophil. Quer über jede Form der Geschlechter und Sexualitäten ist alles erlaubt. Bei Shippings geht es manchmal auch um Freundschaften, man spricht dann von Friendshipping. Wesentlich häufiger geht es jedoch um Romantik und, okay, wen versuche ich zu verarschen, abseitige Fetische und Geschlechtsverkehr. Shipper orientieren sich normalerweise an ihren Fantasien und nicht an den tatsächlichen Interessen der Charaktere oder sozialen Normen, was im Fall echter Personen ziemlich verstörend sein kann. So kommt es auch zu höchst unwahrscheinlichen oder absurden Shippings wie Trapple, also der von Fans gewünschten und wie auch immer gearteten Beziehung zwischen Draco Malfoy und einem Apfel. Ein wiederkehrendes Schema ist auch das Erforschen homophiler Tendenzen eigentlich heterosexueller Personen. In den 60er Jahren fantasierten Star Trek-Fans über die unendlichen Weiten einer Männerfreundschaft zwischen Kirk und Spock unter dem Namen K/S. Seither nennt man schwule oder lesbische Fanfictions Slash-Fiction und die Fans davon heißen Slasher. Der Begriff Shipping taucht aber erst Mitte der 90er Jahre in Internetforen auf, als sich Akte X-Fans eine unheimlich romantische Beziehung zwischen Mulder und Scully wünschten. Ab 2000 organisierten sich Fanfiction-Fans zunehmend in sozialen Netzwerken und beeinflussten sogar die Popkultur, wie beim Sadomaso-Roman 50 Shades of Grey, der ursprünglich aus einer Twilight-Fanfiction entstand. Damit die Schiffe besser voneinander unterschieden werden können, werden sie natürlich auch getauft. John Watson und Sherlock Holmes ermitteln als John Locke die Welt der Leidenschaft. Wincest bezeichnet die inzestuöse Beziehung der Brüder Dean und Sam Winchester aus Supernatural. Und Derek-Fans shippen das haarige Verhältnis zwischen Styles und Derek aus Teen Wolf. Auch unter YouTubern wird natürlich freudig geschippt, vermutlich durch das Gefühl der Fans, ihnen besonders nahe zu stehen. Als Tardy beflügeln Tadl und Adi die Fantasie junger Menschen und gehen der Frage nach, ob sie für die Liebe ihre Freundschaft gefährden dürfen. Der überraschende Besuch von Kronk in Sarazars Dusche lässt sich unter Valerik nachlesen. Und German Let's Play und Tadl adoptieren als Gel Paddle ein Kind und nennen es Kim Junge Dena. Ob Revils, Somger, Dizzy oder Live with Maltes Doppelkinn, im Shipping-Universum ist alles möglich. Einige Geschippte befeuern sogar Spekulationen um ihre vermeintliche Beziehung und gießen Wasser auf die Mühlen der fleißigen Autoren. Und einige lesen sogar aus einschlägigen Fanfictions vor und spielen die schönsten Szenen nach. Die Shipper wiederum tummeln sich in Fanfiction-Archiven oder in sozialen Netzwerken wie Tumblr. Sie tauschen dort Geschichten aus, rebloggen Screenshots verstohlener Blicke oder bemühen Photoshop für zärtliche Küsse, wovor nur Unausgesprochenes in der Luft lag. Gibt es für eine Person gleich mehrere Shippings wie Larry Zeri oder Neri bei der britischen Band One Direction, wird von manchen Fans häufig nur eine als die wahre empfunden. Dies ist das persönliche OTP des Fans oder One-True-Pairing und wehe dem, der es kritisiert oder in Frage stellt. Auch der Autor oder die Autorin selbst sind häufig in diese Stories eingebunden, zum Beispiel als umkämpftes Subjekt in einem Liebesdreieck mit Amazing Phil und Dan is Not on Fire. Oder sie ziehen als Sandwich zwischen Legolas und Aragorn in die Schlacht von Helm's Deep. And even deeper. Shippings und Fanfictions können banal sein, aber auch sehr kreativ. Sie sind ein Phänomen, in dem sich Fans in einfachster Weise emotional engagieren können, ohne viel riskieren zu müssen. Okay. Ziel ist es dabei nicht unbedingt große Kunst zu schaffen, sondern menschliches Miteinander zu erforschen, wie es in der realen Welt nicht möglich wäre. Zum Beispiel, weil es einfach schlicht zu pervers ist. Und solange man Fanfictions und das echte Leben noch voneinander unterscheiden kann, sind sie auch völlig harmlos. Okay, manchmal etwas creepy, aber hauptsächlich harmlos. Was haltet ihr von Shippings? Lest oder schreibt ihr Fanfictions? Und wer ist euer OTP? Schreibt's unten in die Kommentare. Wenn dich das Video unterhalten hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn du magst, lass ein Abo da. Jetzt kannst du hier noch tiefer in die Fanwelten einsteigen, in meinem Video darüber, wie Fans ticken oder hier erfahren, wie man Kondome richtig benutzt. Viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Mal.